Heute ist der Tag. Heute ist es soweit. Heute werden wir mit ganz viel Glück einen Raketenstart sehen. Und zwar eine Falcon 9 Rakete, die mit Starlink-Satelliten ins All startet. Das Ganze vom Startplatz 40 am Cape Canaveral. Und das Ganze wird passieren heute Nacht ab 19:52 Uhr. Und ich hoffe, dass das Ganze pünktlich vonstatten geht. Was wir noch machen müssen, wir müssen noch unseren Aussichtspunkt finden, weil wir sind nicht auf dem Kennedy Space Center Gelände, sondern wir sind außerhalb, wir sind südlich davon. Und weil wir heute jetzt noch viel Zeit haben, werden wir erstmal noch weitere Dinge besichtigen. Und wir zischen jetzt erstmal deswegen nach Titusville. Nach 1000 Fuß rechts abbiegen auf West Sand Lake Road. Nach einer Viertelmeile rechts abbiegen. Jetzt sind wir in Titusville angekommen, aber noch nicht bei unserem Aussichtsplatz, sondern wir haben jetzt noch einen Abstecher gemacht ins Museum. Und zwar ins American Warbird Museum hier in Titusville. Das liegt direkt auf dem Weg zum Kennedy Space Center. Kann man eigentlich fast nicht verfehlen, wenn man den Schildern folgt. Und hier gibt es einige interessante Ausstellungsstücke. Hier haben wir eine F-14A Tomcat. Die kennt man aus einem Film, beziehungsweise eigentlich aus zwei Filmen vor allen Dingen, aus Top Gun natürlich und Maverick. Und was echt krass ist, natürlich die dicken Triebwerke und was ich auch sehr nice finde als Detail ist der Fanghaken zur Landung auf dem Flugzeugträger. Und dazu noch in Rot die Luftbremsen. Und es ist echt erstaunlich, dass so ein Flieger auf kürzestem Weg starten und landen kann. Vor allen Dingen auch noch, weil es ein Schwenkflügler ist, der, damit er einfach platzsparend auf dem Träger untergebracht werden kann und auch noch entsprechend manövrierfähig ist. Und echt ein schöner Flieger. Auch sehr markant sind die übergroßen Lufteinlässe. Wir bleiben gleich bei eigentlich moderneren Jets und wir haben hier drüben eine viel schlankere F-16 Falcon. Eigentlich bekannt bei den Piloten als Viper. Und die ist echt klein, also relativ klein. Das ist auch so ein schlanker, kleiner Luftkampfjet. Vor allen Dingen Luftkampf. Wobei, nee, der ist der hat eine Multifunktion. Das heißt, hier steht es auch Multi-Role Fighter. Das heißt, der ist für alles einsetzbar und der ist eigentlich schon seit 40 Jahren im Dienst. Ich weiß nicht, der ist auf jeden Fall immer noch im Dienst. Und wie gesagt, das ist echt erstaunlich, wie klein der ist. So, und hier haben wir das einzelne Triebwerk. Meines Wissens ist dasselbe Triebwerk der F-15, nur mit dem Unterschied, dass die F-15 zwei Triebwerke davon hat. Und hier drüben, das ist ja echt geil, haben wir gleich die F-18, die ich gerade vorhin noch erwähnt habe. Und zwar eine F-18 der Blue Angels, der Kunstflugstaffel der US Navy. Eigentlich hätte ich auch gerne mal eine Show von denen gesehen live, aber das ist auch schwierig vom Timing her. Sag mal, ich laufe hier irgendwie zwischen den Flugzeugen, ich weiß gar nicht, ob ich das darf, ich glaube schon. Naja, F-18 auch interessanterweise mit hochklappbaren Flügeln, damit sie eben auch auf dem Flugzeugträger besser unterkommt. Ich meine, von hier sieht man es jetzt besser, das Ganze. Und, das sehe ich gerade noch was, das müssen wir uns gleich mal anschauen. So krass, ich komme echt nah an die Flugzeuge ran. Hier einer der beiden Lufteinlässe, relativ klein eigentlich. Und hier das Bugfahrwerk, das ja speziell verstärkt ist für den Katapultstart am Flugzeugträger, weil dieser Haken nach unten fährt und dann dort eingeklinkt wird an der Schiene für den Katapultstart, damit das Ding schnell starten kann vom Deck. Ja, krass. Hier haben wir eine DC-3. In Deutschland auch ein bisschen noch bekannt als Rosinenbomber. Genau diese Maschinen haben nämlich die Luftbrücke von Berlin versorgt. Wobei der DC-3 ist ein sehr vielseitig einsetzbares Flugzeug. Also wir können ganz schnell schauen und dann macht er hier zu, weil die gerade noch hier restaurieren. So this airplane did fly the Berlin Airlift. Oh really? Okay. That's funny. Er ist in Berlin geflogen. Für die Luftbrücke Berlin ist er geflogen.
It flew 3 loads on D-Day, Operation Market Garden, Battle of the Bulge. Okay. Okay, das ist echt interessant. Das ist ein Flieger, der die Luftbrücke in Berlin auch geflogen ist. Ah, okay. Wir gehen hier mal weiter. Hier eine F-80. Eigentlich eine der weniger bekannten Jets der Nachkriegszeit. Vor allen Dingen ein sehr, sehr stranges Design mit dieser schmalen Nase. Auch eine Navy-Maschine. Tendenziell aus den 50er Jahren das Ganze. Wir haben hier drüben der B-25 Mitchell. Kleiner als eine B-17, glaube ich. Und hier unten haben wir den übergroßen Bombenschacht. Oh wow, hier sind sogar noch welche drin, also zumindest Modelle davon. Okay, krass, was die alles hier haben. Interessant hier, dass dieses Flugzeugmuseum eigentlich nicht nur ein Museum ist, sondern das ist tatsächlich ein ganz normaler Flugplatz. Hier gibt es nämlich einfach verschiedene aktive Flieger auch und hier starten und landen auch Flieger. Ist natürlich eher ein kleinerer Flugplatz, aber ich denke, hier wird es wahrscheinlich auch genug Flugtage geben. Und wir haben hier einen weiteren Hangar. Wir haben hier drüben den typischen Bell-Hubschrauber, den man eigentlich auch aus vielen Filmen kennt. Hier machen wir hier weiter eine A4 Skyhawk, auch von den Blue Angels. Auch ein Flugzeug, das auf Flugzeugträgern verwendet wurde. Da hinten sehe ich schon weitere Jets, die schauen wir uns gleich an. Wir schauen uns erstmal hier noch diesen sehr strangen Vogel an. XP-22 Twin Mustang. Also quasi ein Doppelrumpfflugzeug, das eigentlich aussieht, als hätte man einfach zwei Flugzeuge zusammengeschweißt, beziehungsweise vernietet, weil man schweißt ja bei solchen alten Fliegern wenig. Hier hinten haben wir eine A7 Corsair. Auch mit hochklappbaren Flügeln, ergo auch Flugzeugträger geeignet. Hier haben wir eine F4E Phantom. Die kennt man eigentlich auch, weil die wurde auch von der Bundeswehr eingesetzt. Allerdings das hier ist die Navy-Version. Das heißt, das ist auch eine Maschine für die Flugzeugträger geeignet ist, eben von der Navy. Auch erstaunlich großer Flieger dafür, dass das auf dem Flugzeugträger stationiert ist. Und hier hinten, ein bisschen versteckt, ist noch eine A6 Intruder. Vor allen Dingen auch eingesetzt nicht im Zweiten Weltkrieg, im Vietnamkrieg. Jetzt machen wir noch mal einen kleinen Abstecher in Titusville, und zwar American Space Museum. Das ist so ein ganz kleines, überschaubares, privat geführtes Museum mit vielen Fragmenten und Artefakten, die hier so gesammelt wurden. Hier haben wir Steuerkonsolen vom Shuttle und lauter schöne Fundstücke, aber sehr schön vor allen Dingen, weil die Leute, die das hier betreiben, sehr engagiert sind und sich auch super auskennen. Der Eintritt ist auch nicht teuer, $10. Und dann kann man hier ein paar Sachen noch anschauen. Das hier ist allerdings auch wirklich nur für die echten Weltraumfreaks, weil für alle anderen könnte das Kennedy Space Center reichen. Aber das ist genau für mich das Richtige. Hier noch ein Modell, ein frühes Modell der Mondlandefähre. Sieht auch sehr komisch aus. Und hier dann das finale Modell.
So, meine lieben Leute, jetzt wird es langsam ernst. Wir haben jetzt den Parkplatz gefunden, einen passenden. Es ist auch schon dunkel geworden. Ich sehe gerade den Neumond hinter euch und hinter mir. Was man wirklich fast nicht sieht, ist ein weißes Blinklicht, das man nahezu auf der GoPro fast nicht sieht. Und das wird jetzt wahrscheinlich schwierig, das Ganze natürlich mit der GoPro zu filmen. Und deswegen habe ich auch meine größere Kamera hier dabei und richte das Ganze jetzt noch ein. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, knapp 2 Stunden. Und dann geht's los, hoffentlich. Daumen drücken. Schlechte Nachrichten. Es gab einen Startabbruch. Aber es gibt zumindest eine halbwegs gute Nachricht. Der Start wurde nur um einen Tag verschoben, vom Samstag auf den Sonntag. Und heute haben wir Sonntag, das heißt, heute Abend ist der nächste Startversuch. Ich habe ein bisschen Sorgen, weil das Wetter ist echt kalt. Es sieht auch nicht gut aus. Es ist auch 10 Grad oder so, also wir haben ein relativ frisches Wetter. Aber ist egal, wir starten jetzt gleich mal. So einen Raketenstart live erleben zu wollen, das ist echt aufregend und auch ein bisschen nervenaufreibend. Denn bereits am Vortag haben wir mindestens 2-3 Stunden gewartet an unserer Aussichtsplattform. Und zwar waren wir am Kayak Beach in Port Canaveral. Von dort aus konnten wir direkt auf die Startplattform 40 sehen. Und es kann eben sein, dass man hier stundenlang wartet und dann gibt es einen Startabbruch. Und genauso gab es Verspätungen beim zweiten Startversuch am Sonntag. Nichtsdestotrotz, kurz vor 21 Uhr am 14. Januar 2024 war es dann soweit. Zwei Dinge sind absolut spektakulär bei so einem Raketenstart. Einerseits, wie grell die Rakete ist, wenn sie abhebt, und vor allen Dingen bei Nacht, wie krass sie hier alles ausleuchtet in der Umgebung. Wir sind hier 18 Kilometer entfernt von der Rakete. Das zweite ist der Schall. Wir sind 18 Kilometer entfernt. Ungefähr so nach 50 Sekunden erst kommt das Donnern der Triebwerke bei uns an. Und das donnert und es hört nicht auf. Und es ist einfach spektakulär, das live zu sehen. Das Krasse ist, das war unser erster Raketenstart. Wir haben noch die Chance, einen weiteren Start zu sehen. Also bleibt dran.